Heute sind wir am Biblioswiss-Kongress in Bern im Kursaal. Also eben Olivia Fehlmann und ich, wir berichten Ihnen ganz kurz etwas zu diesen thematischen Zusatzmodulen, die wir im Rahmen der Schweizer Bibliotheksstatistik jetzt erarbeitet haben. Die Kommission ist seit ungefähr 2018 dabei gewesen, die zu revidieren, sie komplett zu überarbeiten, das wissen Sie. Sie ist jetzt dieses Jahr das erste Mal durchgeführt worden, neu auch für alle öffentlich zugängliche Bibliotheken. Also wir haben fast eine Verdoppelung der teilnehmenden Bibliotheken, je nachdem, wie man das zählt. Wir haben bei der normalen Bibliotheksstatistik, bei der sogenannten Basiserhebung, haben wir uns auf 26 Variablen beschränkt und haben uns dabei natürlich sehr stark auch fokussieren und konzentrieren müssen, mussten einiges weglassen, das war klar. Aber der Anspruch war eben, eine Statistik mit möglichst wenig Variablen für alle Bibliotheken zu haben. Wir sind seit Juni diesen Jahres eigentlich in 4 Taskforces am Arbeiten und ich zeige noch gleich hier schon so einen Einblick, wie wir gearbeitet haben. Wir waren schon recht kreativ unterwegs. Wir haben hier mit solchen sogenannten Concept Boards gearbeitet, wo wir einfach mal Ideen zusammengetragen haben. Ich muss aber auch da sagen, dass wir natürlich mit einem Problem konfrontiert sind, wo wir bis jetzt schon einen Austausch über diese thematischen Zusatzmodule geführt hatten, kam eigentlich immer dieser eine Satz, ja, dies wäre noch spannend und jenes fände ich noch toll und könnte das noch berücksichtigen und ja, das fehlt mir eigentlich auch und jenes fehlt mir auch, aber bitte nicht zu viele Variablen. Im Personalmodul werden 3 thematische Schwerpunkte gesetzt. Einerseits sollen Zahlen zu Mitarbeitenden erhoben werden, welche nicht über das normale Personalbudget finanziert sind, womit wir erstmals ein nationales Bild der weit verbreiteten Freiwilligenarbeit in Bibliotheken hätten. Andererseits soll bei den entlöhnten Mitarbeitenden zukünftig beispielsweise auch eine Unterteilung nach Geschlecht möglich sein. Zudem interessieren uns auch die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die dem Bibliothekspersonal zur Verfügung stehen. Genau, das nächste Modul ist die Bibliothek als Kultur-, Bildungs- und Vermittlungsinstitution und weil das so ein schrecklich langer Name ist, hat sich bei uns schon KBV eingebürgert. Ich sage Ihnen ganz kurz dazu der Hintergrund. Wir möchten hier eigentlich das, was im Basisfragebogen uns etwas geschmerzt hat, sprich, dass wir das ganze Schulungs-, Veranstaltungs- und Kursangebot auf eine Variable zusammenschnurren mussten und auch die Teilnehmenden alles irgendwie in einen Topf werfen. Da haben wir hier gesagt, wir wollen eigentlich diesen ganzen Bereich etwas weiter aufschlüsseln und haben da ein eigenes Modul dazu gemacht, wo wir eben versuchen, das Veranstaltungsangebot, ich sage jetzt Veranstaltungsangebot wirklich für alles, wo wir das versuchen, nach verschiedenen Kriterien aufzuschlüsseln, auch die Teilnehmenden da besser greifen zu können. Sie sehen hier immer die 4 wiederkehrenden Punkte. Wir haben einmal den großen Bereich Kultur, wir haben hier sowas wie Lese-Sprachförderung, also alles, was irgendwie auch in Richtung Integration geht, auch für Schulbibliotheken und so weiter. Dann den großen Bereich der Recherche, Medien, Informationskompetenz, auch Einführung in die Bibliotheksnutzung. Das war für uns eine dritte Gruppe. Und dann haben wir hier jetzt mal noch sowas wie andere Angebote benannt. Also sprich, wenn irgendwelche beruflichen Weiterbildungsangebote oder irgendwie sowas sind. Wir gehen ganz links von der Gesamtzahl der Veranstaltungen aus und differenzieren dann diese 4 Gruppen. Einmal hier, wir teilen die Gesamtzahl der Veranstaltungen nach diesen 4 auf. Wir fragen, wie lange haben die gedauert, das ist was Sie aus der alten Erhebung noch kennen, und wie viele Teilnehmende besuchen diese Veranstaltung. Zum Bestand, also im geplanten thematischen Modul zum Bestand, soll näher auf die Medien eingegangen werden, welche Bibliotheken anbieten. In der Basiserhebung werden bereits viele Aspekte der digitalen Medien beleuchtet, deshalb beschäftigt sich dieses Modul schwerpunktmäßig mit dem physischen Bestand. Geht es beim Schwerpunkt Medieninhalt eben darum, was Susan schon gesagt hat, man soll nach Sprache, nach Alter und eventuell nach gesetzlichem Sammelauftrag unterscheiden. Ich möchte noch kurz auf die nächsten Schritte der Kommission für Statistik hinweisen. Also nach dem Bibliothekskongress werden wir die thematischen Module entsprechend der Rückmeldungen vor Ort und auch aus dem Online-Fragebogen überarbeiten. Stehen die genauen Inhalte einmal fest,
folgt die Erarbeitung der entsprechenden Definitionen. Darauf folgt dann die nächste oder dann eine Piloterhebung, ähnlich derjenigen für die Basiserhebung. Am Nachmittag sind wir dann, wie es Lukas schon erwähnt hat, zwischen 15 und 17 Uhr am Stand auf der Insel 2 im Forum.